Hi Leute, hier ist Sebastian Glöckner und in diesem Video möchte ich nochmal über Online-Kurse sprechen und zwar 1.000 € am Tag verdienen. Ist das viel oder ist das wenig? Also 1.000 € ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Es gibt auch Tage, wo du 4.000, 5.000 € verdienen kannst und dann einen Tag später, wo du nur 500 verdienst. Ja, also sagen einfach mal, weil es so eine schöne Zahl ist. 1.000 € am Tag, ist das viel oder ist das wenig? Ich möchte damit mal ein bisschen auch im Vergleich zu anderen Online-Marketing Versprechungen reden, weil ja auch manche sagen, ja, 30.000 geclosed, 18.000, keine Ahnung, und hier 500 € einen Tag passiv netto, ohne was reinzustecken, 100.000 € Lounge und so. Und ich möchte euch da mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, was das überhaupt heißt und unter welchen Voraussetzungen solche Zahlen überhaupt entstehen können. Ich selbst bin Online-Kursdozent seit 2014 und auch Coach seit ein paar Jahren. Also ich habe so 2016 zum ersten Mal angefangen zu coachen, als ich meine ersten Erfolge hatte. Und da hatte ich aber auch schon 30, 40 Kurse und war halt schon Top-Dozent. Ja? Also ich bin erst Coach geworden, als ich selber schon Top-Dozent auf der Plattform Udemy war. Und das bin ich auch bis heute noch und deswegen nehme ich mir das Recht raus, andere zu beraten. Wir machen das so im Rahmen von Einzelcoachings oder in Gruppencoaching, sogenannten Mastermind-Klassen, die eben regelmäßig stattfinden und wo eben ja, Unternehmer oder auch angehende Unternehmer sich zusammentun und auch Privatleute, die eben ein Nebenbei-Business aufbauen wollen, sich zusammentun, um eben innerhalb von ein paar Monaten ihr Business auf die richtige Spur zu setzen. Und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen was erzählen. Was bedeutet es überhaupt, 1.000 € am Tag zu verdienen? Wir müssen erstmal überlegen, ist es jetzt Umsatz oder ist es Gewinn? Aber da scheiden sich halt die Geister. Das ist so der größte Unterschied. Wenn du mit passivem Einkommen, zum Beispiel mit Affiliate Marketing, ja, wo ich jetzt nicht so der Experte bin, obwohl ich auch ziemlich immer mal wieder, ja, also das habe ich ja schon mal erzählt, also so 5.000 bis 10.000 € im Jahr, würde ich sagen, verdiene ich schon über Affiliate Marketing. Also ich gucke dann immer wieder meine Zahlen rein, weil diese Affiliate-Zahlen gehen ja unter den normalen Zahlen. Das heißt, du weißt ja gar nicht, wie viel eigentlich Affiliate Marketing ist, bis du dir mal die Statistiken genau anguckst. Aber ich würde mich jetzt nicht als Affiliate Marketer oder so bezeichnen. Das sind eher so, so Randbedingungen, dass dieses Geld halt mit abfällt im Rahmen von den Online-Tätigkeiten. Und wenn du halt, egal, aber wenn, sagen wir mal, du bist jetzt Affiliate-Marketer, dann würde das für dich auch gelten. Wenn du dann mit irgendeiner Nischen-Website oder so 1.000 € am Tag verdienst, ohne dass du jetzt was dafür tun musst und ohne dass du Geld investieren musst, dann ist es gut. Ja, das heißt, du hast kein Risiko und die Zeit läuft für dich. Ich hatte zum Beispiel in den Jahren 2003 bis 2007, glaube ich vergesse es immer wieder, 2003 bis 2007 oder so, hatte ich mal eine Affiliate-Marketing-Nischen-Webseite und damals war ich noch Student. Also ich war damals noch Student und habe halt eine Affiliate-Marketing-Nischen-Webseite aufgebaut und habe dann da eben so Gold- und Silbermünzen verkauft und hatte damals, das habe ich mir am Ende ausgerechnet, eine 500.000 € Umsatz gemacht. Und das so einfach so nebenbei, ich musste nichts dafür tun. Und damit habe ich mir dann mein Studium finanziert. Ja, und ich musste dann halt nicht mehr arbeiten. Ich habe dann aber trotzdem weiter studiert und habe dann eben meinen Job angenommen und so weiter, weil ich genau wusste, dass es irgendwann aufhört, weil ich wusste, ich bin nur abhängig von einem einzigen Anbieter. Wie gesagt, ich bin kein Affiliate-Marketer. Ja, ich hatte das einfach nicht so richtig drauf. Und das war einfach mehr so ein Glücksgriff oder so. Aber da war das halt viel Geld, weil ich ja nicht so viel dafür getan habe. Ich habe meine Nischen-Webseite gehabt, ich habe dann in Foren gepostet und so weiter. Ich hatte dann irgendwann meine Fans, die immer wieder von meiner Webseite gekauft haben. Wenn du aber zum Beispiel heutzutage, jetzt im Jahr 2021, 2022 oder so, je nachdem, wann du dieses Video guckst, wenn du jetzt heute 1.000 € am Tag verdienst, musst du unterscheiden, weil mittlerweile gibt es PPC, ne? Es gibt Facebook-Werbung, es gibt Google und es gibt YouTube-Werbung. Und da kann es halt sein, dass wenn Online-Marketer sagen, sie machen einen 100.000 € Launch oder sie machen 1 Million € im Monat, dass sie das nur schaffen, weil sie vorher einen Großteil davon in Werbekosten ausgegeben haben. Das heißt, wenn dir jemand sagt, er macht einen 100.000 € Launch, dann musst du ihn fragen, wie viel hast du denn vorher ausgegeben an Facebook-Werbung? Hast du vorher eine Woche lang jeden Tag 4.000 € ausgegeben? No? Klar, dann hast du immer noch Geld übrig. Ich sage halt nur, dass dann
weniger, also du musst halt gucken, was hängen bleibt. Und ich hatte ja auch mal, in den letzten 2 Jahren habe ich sehr, sehr viel mit Bezahlwerbung experimentiert und habe viele Zehntausende von Euro da reingesteckt in Facebook und in Google und in YouTube, um das auch mal auszuprobieren. Und es ist so, du kannst damit Geld verdienen, aber du hast halt nur einen bestimmten Hebel. Also zum Beispiel, du gibst 1.000 Euro rein und dann ist die Frage, wie viel kriegst du raus? 2.000, 3.000, 4.000 oder nur genau 1.000? Ja, dann hast du quasi die ganze Arbeit für nichts gehabt. Du hast plus minus null. Und wenn du eben sowas machst mit Online-Kursen, so das, was ich ja hauptsächlich mache, ne, da musst du zum Beispiel schauen, bei Udemy habe ich ja gar keine Kosten. Ich muss kein Hosting bezahlen und gar nichts. Das meiste Geld, was ich nur für ich habe ja verschiedene Einkommensströme und verschiedene Geschäftszweige. Das, was ich nur für Udemy ausgebe, also für Udemy, das ist nur jedes Jahr ein neues Handy, ne, neues iPad, neues und so weiter. Aber das sind ja mehr oder weniger Luxusausgaben. Es reicht ja eigentlich, wenn du dir ein vernünftiges Laptop oder ein vernünftiges MacBook oder so holst, einmal für 2.000 Euro. Das kannst du ja 4, 5 Jahre benutzen. Ich kaufe mir immer das neueste Modell, halt einfach, weil ich es kann, aber nicht, weil es muss. Ne? Das heißt, das sind Luxusausgaben, da kann man auch mal sagen, ich spare mal ein Jahr lang und kaufe mir mal ein Jahr lang kein Laptop. Ne? Also das ist ja nicht so das Ding, ne? Oder ich benutze die zum Testen. Dann gucke ich, wie sieht die Webseite auf einem kleinen Bildschirm aus, wie sieht diese Webseite auf einem großen Bildschirm aus, ja? Oder wie sieht das aus auf einem 13 Zoll iPad, wie sieht das aus auf einem 11 Zoll iPad oder auf einem 10 Zoll iPad oder so. Deswegen, oder ne, ich teste Sachen auf verschiedenen Handys, deswegen will ich auch verschiedene Sachen vorhalten. Aber das ist jetzt nichts, das brauchst du alles nicht für Udemy. Das brauche ich für meine anderen Geschäftszweige, für meine Webseiten, für meine Funnel oder auch im Rahmen von Coachings, wenn ich verschiedene Funnel teste. Oder also wenn ich quasi als Agenturleistung E-Mail-Funnel aufbaue für andere Unternehmer, dann klar, dann brauche ich diese ganze Technik. Und das ist nämlich der andere Zweig, von dem ich sprechen wollte. Da musst du nämlich sehr viel Geld investieren. Wenn du jetzt zum Beispiel, deswegen empfehle ich immer so diversifiziert zu sein, dass du zum Beispiel bei Udemy Geld verdienst, wenn du aber auch, es gibt auch Kunden von mir, die sagen, sie möchten Udemy nur als kostenlose Traffic-Quelle haben und möchten dann ihre Funnel befüllen und dann die teureren Kurse oder Coachings für ein paar tausend Euro möchten sie lieber verkaufen über ihre eigene Webseite. Das heißt, sie gehen über Udemy rein, gratis, und gehen dann über die andere Webseite raus, weil sie teurere Coachings und Beratungsdienstleistungen verkaufen wollen. Die haben dann halt diese Kosten an dem anderen Geschäftszweig. Ne? Das heißt, die müssen, was weiß ich, ein E-Mail-Marketing-Tool bezahlen. Aber das mache ich ja auch alles. Ne? Das heißt, es sind halt bestimmte Kosten. Das sind dann halt ein paar hundert Euro im Monat, die du je nachdem, E-Mail-Marketing kostet 70 Euro im Monat, ein vernünftiges Tool. Dann eine Webseite, 20, 30 Euro im Monat, wenn du einen schnellen Server haben willst und ein paar Domains. Ne, dann vielleicht noch Zapier für die Schnittstellen, dann vielleicht einen Mitgliederbereich, den du eben benutzt, um deine Produkte zu schützen und automatisch freizuschalten und so weiter und so weiter. Und da ist es halt so, da eben bei mir die meisten Einnahmen über Udemy kommen, kann ich diesen anderen Geschäftszweig damit sehr gut subventionieren und kann eben auch Sachen ausprobieren und kann sagen, hey, ich stecke mal 10.000 Euro rein in Facebook-Werbung und gucke einfach mal, ob sich das lohnt. Ne? Wenn du aber jetzt neu anfängst, musst du dir halt überlegen, was ist dir am wichtigsten. Ne? Möchtest du Geld verdienen hauptsächlich als Lehrer, indem du viele verschiedene Kurse machst, so wie ich, oder möchtest du dein Geld verdienen von Anfang an als Coach, so wie ich auch, ich bin ja auch Coach, dann hast du aber eine andere Kostenstruktur. Ne? Da musst du überlegen, wo kriege ich die Leads her, wo sind diese Leads, was kosten mich die Leads, was kostet mich die Unterhaltung, die Schnittstellen, was kosten mich die Webseiten, was kostet mich dann zum Beispiel ein Webinar-Tool und. Und darauf will ich in diesem Video hinaus. Wenn einer sagt, er verdient 1.000 Euro am Tag, ist halt die Frage, was sind die Kosten, die dagegen gesetzt werden, ne? Oder das musst du dich auch fragen. Du kannst ohne Probleme 1.200 oder 3.000 Euro am Tag Umsatz machen, aber dafür musst du halt vorher die gleiche Menge in Facebook-Werbung reinstecken, wenn du nicht weißt, wie es geht. Ne? Also, ich hoffe, dass dieses Video dich ein bisschen unterhalten hat. Wenn ja, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gib mir einen Daumen nach unten.
Sag mir, was du davon hältst. Schreib mal in die Kommentare rein, was du sonst noch für Videos sehen willst. Und wir sehen uns in ein paar Tagen beim nächsten Video. Bis dann, dein Sebastian Glöckner.